Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir den Nike Mercurial Superfly 6 für euch im Test. Und ob dieser Schuh genauso gut bei Free Kicks ist wie im 1 gegen 1, das seht ihr jetzt. Woo! Check den Test. Der Nike Mercurial Superfly 6 oder auch Superfly 360 ist nach dem ersten Anziehen etwas steif. Was noch auffällt, ist, dass er keine durchgehende Sohle besitzt. Damit soll man laut Nike eine bessere Traktion erreichen. Wir konnten beim Testen keine großen Unterschiede feststellen. Jedoch hat man das Gefühl, dass man noch näher am Boden ist, auch wenn dieses Empfinden subjektiv ist. In den ersten 30 bis 60 Minuten war der Komfort schlechter als beim Vorgänger, doch je länger man den Schuh anhatte, desto angenehmer wurde das Material am Fuß. Auch das Problem mit den Reibungen und Blasen an der Ferse hat man in den Griff bekommen, auch wenn immer noch einige Spieler davon betroffen sind. Die Passform ist sehr eng, aber auch irgendwie gut. Insgesamt ist der Superfly 360 im Vorderfuß etwas weiter, jedoch würde ich den Schuh eher für normale und schmale Füße empfehlen. Breite Füße könnten damit Probleme bekommen. Man hat das Gefühl, der Schuh umschließt den Fuß, das schaffen nur wenige Modelle auf dem Markt. Bis auf die kleinen Komfortabzüge ein perfekter Schuh in diesem Bereich. Beim Ballgefühl kann der Superfly 6 noch etwas besser als sein Vorgänger abschneiden. Dazu trägt das sehr dünne Flyknit-Material bei. Man hat das Gefühl, dass sich zwischen Ball und Fuß nichts mehr befindet. Damit vermittelt der neue Superfly ein sehr direktes und barfußähnliches Ballgefühl. Doch auch beim Grip kann der Schuh punkten, denn die Silikonschicht im unteren Bereich verhilft nicht nur zu mehr Stabilität, sondern unterstützt den Spieler bei der Ballannahme. Ein rundum gelungenes Konzept aus meiner Sicht. Wir haben den Superfly 4 Wochen lang beim Training und den Spielen getestet und hatten keine außergewöhnlichen Abnutzungen feststellen können. Ein Problem gab es, und zwar verfärbte sich der Schuh relativ schnell, wenn man auf Kunstrasen spielte. Sieht bei der hellen Farbe unschön aus und lässt sich nur schwer reinigen. Das ist aber eher ein optischer Makel. Ob die Probleme mit den FG-Stollen, die uns beim Vorgänger teilweise abgebrochen sind, wieder auftreten, muss ein Langzeittest zeigen. Aber insgesamt ein überzeugendes Ergebnis für einen Speedboot. Der neue Superfly 360 konnte uns fast überall überzeugen. Der Komfort wurde besser, die Passform ist im Mittelfuß und in der Ferse enger und die Haltbarkeit scheint sich gegenüber dem Vorgänger gesteigert zu haben. Das anfangs steife Material wird nach 1 bis 2 Stunden weicher und angenehmer.
Zudem ist es sehr dünn und vermittelt ein hervorragendes Ballgefühl. Trotzdem bietet der Schuh genügend Grip für Ballannahmen und Schüsse. Das Gewicht blieb mit 207 Gramm in Größe 44 auf dem Niveau des Vorgängers. Dass es besser geht, zeigt die Konkurrenz, wobei uns das Gewicht nie negativ aufgefallen ist. Was aber auffällt, ist der Preis von 270 Euro. Hier ordnet sich der Superfly 360 im oberen Drittel ein. Zwar bekommt man viel Technologie und einen außerordentlich guten Schuh, jedoch kann man auch mit dem Vapor 10 oder 11 eine ähnliche Performance erreichen. Dessen ungeachtet konnte uns der neue Superfly überzeugen und bekommt von mir eine Kaufempfehlung. Wie findest du den Superfly 360? Wenn ihr noch weitere Fragen zu dem Schuh habt, dann stellt diese unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, bleibt wie immer sportlich und bis zum nächsten Mal. Was geht, Leute? Sorry. Ganz ehrlich, darf nicht passieren. ey, ich wollte die Hand noch wegziehen. Dein Text? Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir den Nike Cool Racer 6 für euch testen und ob dieser Schuh genauso gut ist zum 1 gegen 1 wie der Fick ist, das seht ihr jetzt. Junge, enttäuscht doch nicht an, dass du losläufst. Intro ist fertig, Jungs. Das war's.